Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal einen Kopfhörerverstärker an, den man auch als Vorverstärker nutzen kann. Und zwar kommt dieser von SMSL, der H0200. SMSL hat mir schon mal ein paar Verstärker zur Verfügung gestellt und ich finde, dass die eigentlich eine ganz gute Sache machen. Und da wollen wir doch mal schauen, ob der Kopfhörerverstärker das genauso macht. Ich denke, das wird spannend, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Schocker. Der Kopfhörerverstärker kommt sehr gut verpackt bei euch zu Hause an. Er hat eine Breite von 21 cm, eine Tiefe von 17 cm und eine Höhe von 4 cm. Also ideal, um ihn auf den Schreibtisch zu platzieren. Und ich denke, da ist auch der Hauptanwendungsbereich für diesen Verstärker gedacht. Auf der Rückseite kommen uns einige Anschlüsse entgegen. Da haben wir zum einen den Anschluss für das Kaltgeräte-Stromkabel inklusive Schalter, XLR-Eingänge und Cinch- bzw. RCA-Eingänge. Und dasselbe auch nochmal als Ausgang. Wunderbar, denn so kann man den Verstärker ganz easy einfach auch als Vorverstärker nutzen und so seine aktiven Lautsprecher oder Endstufe dran anschließen. Auf der Vorderseite finden wir dann direkt 3 Möglichkeiten, um einen Kopfhörer anschließen zu können. Da wäre zum einen der XLR-Anschluss, der bekannte 6,3 mm Klinkenanschluss und ein 4,4 mm Klinken-Balanced-Anschluss. Alles schön und gut, aber was mir besonders an diesem Verstärker gefällt, das sind hier diese Kippschalter. Man kennt das aus älteren Zeiten und diese Kippschalter, die sehen einfach nur richtig stylisch aus und fühlen sich auch beim Betätigen richtig hochwertig an. Da schwingt nichts nach, da klappert nichts oder sonst was. Das fühlt sich einfach so an, wie man das erwartet. Darüber lässt sich dann auch einstellen, welche Art Eingang wir denn nehmen. Nehmen wir den Cinch-Eingang, also RCA-Eingang, oder nehmen wir den XLR-Eingang. Darüber hinaus können wir hier auch auswählen, möchten wir den Verstärker als Kopfhörerverstärker benutzen oder als Vorverstärker. Das ist eine coole Sache. So kann man nämlich, wenn man Musik produziert oder Videos schneidet, Musik irgendwas, kann man mal eben entscheiden, okay, ich möchte es mir über Kopfhörer anhören oder meinetwegen über meine Studiomonitore. Kann ich hier einfach einstellen. Und was hier auch noch ganz besonders ist, wir können hier den Verstärkungsfaktor in 3 Stufen auswählen, also Low, Middle oder High. Das ist ganz besonders wichtig, wenn man jetzt in ihr Kopfhörer hat, die sehr empfindlich sind. Wenn ich dann hier mit der höchsten Verstärkerleistung reingehe, dann brauche ich ja hier nur am Drehregler nur minimal zu drehen und habe dann schon vielleicht eine Lautstärkeveränderung erreicht, die ich gar nicht haben möchte. Und dann haben wir hier vorne noch den Ein- und Ausschalter. Aber Achtung, das fühlt sich hier mit dem Kippschalter zwar so an, als würden wir das Gerät richtig ausschalten, dabei ist es eher ein Standby-Betrieb dann. Im Standby verbraucht der Apparat hier 0,3 Watt. Generell hat der Verstärker eine sehr gute Verarbeitung, da gibt es keinen Makel. Man kann ihn auch sehr lange angucken und es gibt da einfach nichts zu meckern. Aber wichtig ist, schafft er denn eine Disziplin, indem er einfach da steht und man möchte den Kopfhörer rein und rausziehen mit einer Hand. Schafft er das mit 1,23 Kilogramm? Ja, ich würde mal sagen, zu 95% schafft er das. Beim Reindrücken schiebt man ihn ein bisschen nach hinten und beim Rausziehen schiebt man ihn wieder ein bisschen nach vorne, dass er dann wieder wie gehabt steht. Aber okay, lassen wir mal so durchgehen. Aber das sind ja nur die äußerlichen Erscheinungen. Wichtig bei so einem Verstärker sind auf jeden Fall auch die inneren Werte. Und so ein Verstärker soll im besten Fall das Tonsignal einfach verstärken. Und das Ganze so neutral wie möglich, da nichts irgendwie großartig dran verändern. Und ich habe da mal ein paar Messungen vorbereitet. Einmal mit der Onboard-Soundkarte meines Laptops. Da habe ich das Signal rausgegeben an den Kopfhörerausgang. Habe diesen Kopfhörerausgang mit 2 40 Ohm Widerständen belastet und habe dann diese Messung dabei erhalten. Wir sehen, es ist jetzt nicht perfekt linear, es ist aber auch eine Onboard-Soundkarte. Jetzt habe ich das gleiche Signal durch den Kopfhörerverstärker gegeben und den auch mit den 2 40 Ohm Widerständen belastet und wir sehen gar keinen Unterschied. Und das ist schon mal eine ganz gute Sache. Interessant ist auch, wenn wir einen 1000 Hertz Ton bei der Soundkarte einfach mal rausgeben, das auch mit den 40 Ohm Widerständen messen, dass wir das ganz schnell, dass das Signal wieder abfällt, ohne dass wir da irgendwelche großartigen Störungen haben. Machen wir dasselbe hier mit dem Kopfhörerverstärker, dann sieht das Ergebnis quasi genauso aus, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Und das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen. Angegeben werden hier Leistungen bei einem 16 Ohm Kopfhörer von bis zu 6 Watt. Das ist schon mal ordentlich. Bei einem 32 Ohm Kopfhörer können wir hier noch 3 Watt erwarten.
Das ist schon mal eine ganze Menge und ein Signalrauschabstand von 140 Dezibel wird ebenfalls noch angegeben. Der Verstärkerchip, das dürfte ein Texas Instruments sein, da gibt der Hersteller einen Frequenzbereich von 20 Hertz bis zu 500.000 Hertz an. Okay, 500.000 Hertz, okay, wenn der Verstärkerchip das kann, ist okay, wird mit angegeben. Und leistungsmäßig hat der Hersteller hier auf jeden Fall nicht zu viel auf den Putz gehauen, da kommt schon ordentlich was raus. Und jeder normaler Kopfhörer, wenn man das Ding hier mal richtig aufreißt, der fängt das Winseln an. Ich habe hier sogar einen Beyerdynamic DT770 Pro in der 80 Ohm Variante. Der ist nicht ganz leicht anzutreiben, obwohl er nur 80 Ohm hat. Trotzdem kriegt der Verstärker den Kopfhörer einfach hier klein. Ja, das hört sich dann schon nicht mehr gesund und bei jedem anderen Kopfhörer ist es quasi genauso. Ich denke mal, bis 600 Ohm Kopfhörer kriegen wir hier ohne Probleme bewältigt, ohne dass das irgendwelche Probleme gibt. Klanglich haben wir ja schon in der Messung gesehen, dass der Kopfhörerverstärker wirklich sehr neutral das Ganze macht, ohne jetzt irgendwas zu übertreiben oder irgendwo runterzudrücken. Und ich bin einen Kopfhörerverstärker gewöhnt, der das Ganze mit Röhren verstärkt. Und da fand ich ihn hier schon fast ein bisschen zu analytisch. Ich musste mich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat oder den Röhrensound gar nicht so gewohnt ist, dann macht das hiermit richtig Spaß, Musik zu hören. Und vor allem, was er hier einfach für eine Power raushaut. Aufgefallen ist mir aber auch, das ist jetzt nicht weiter störend, aber wenn man es dann doch übertreibt, ja, das ist der Kopfhörer zwar schon längst am Winseln, der Kopfhörerverstärker hier hat aber einen Überlastungsschutz. Nicht für den Kopfhörer, sondern für sich selber. Und damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, wie das Ganze so klingt, habe ich hier für euch einen kleinen Soundcheck vorbereitet. Dieser ist 3 dB neural aufgenommen worden. Also tragt am besten eure Kopfhörer dazu. Da habe ich einmal das Originallied genommen und einmal das Ganze dann hier durchlaufen lassen. Viel Spaß dabei. Also ich denke, dass es sehr schwer war, überhaupt einen Unterschied zu hören zwischen der Originalversion und der Version hier von dem H0200. Das finde ich schon mal, das ist ganz gut so. Und dabei ist es völlig egal, ob wir hier den Anschluss von dem Kopfhörerausgang nehmen oder ob wir die Anschlüsse hinten hier für die aktiven Lautsprecher nehmen. Da gibt sich beides gar nichts. Und das ist schon mal ganz gut so. Klanglich finde ich es wirklich gut, dass der Kopfhörerverstärker, der sehr neutral ist und am Klang, wie wir es auch gesehen haben in der Messung, dass er da so gut wie nichts, aber auch gar nichts verändert. Und das ist schon mal ganz wichtig, denn im Endeffekt kommt es auf den Kopfhörer an, den ihr dran anschließt. Manche Kopfhörer spielen ein bisschen analytischer, manche ein bisschen basslastiger, der eine so, der andere so. Da finde ich schon mal von Vorteil, dass der Kopfhörerverstärker hier nichts dran verändert. Genauso ist es auch, was ihr da für Studiomonitore aktiv oder was ihr da für Endstufen und Lautsprecher anschließt, dass das hier schon mal neutral rausgeht. Generell bin ich von dem SMSL H0200, warum so ein Name, schon positiv überrascht. Was mich da doch ein kleines bisschen stört, das ist, wenn man den Preis sieht, da erschreckt man sich erstmal, denn der liegt jetzt aktuell bei 410 €. Aber ich denke mal, dass der in Zukunft noch ein bisschen sinken kann, denn der Chipmangel ist zurzeit wieder allgegenwärtig und es ist alles zurzeit irgendwie teuer. Und ich denke mal, wenn das mal wieder ein bisschen geregelter ist, dann wird der hier in den Preis auch bestimmt noch einiges senken. Und dann finde ich, ist es bestimmt eine gute Idee für Leute, die einen leistungsstarken Kopfhörerverstärker brauchen, den ich aber auch ganz einfach als Stereo-Vorverstärker nutzen kann und ich das vorne einfach mit einem Kippschalter einstellen kann. Ich denke, das ist dann eine sehr gute Idee. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem SMSL H0200 haltet. Ich bin da mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich bedanke mich jetzt wieder bei euch, dass ihr so lange zugesehen habt. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt ihr doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne den Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, liebe Leute. Bleibt mir gesund und munter. Macht's gut, euer Speaker Schocker. Tschüss.
Da oben sind noch 2 andere Videos und da unten ist Abonnieren.